Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir wieder gemeinsam Schritt für Schritt. Diesmal diese Katzenwürmchen. Die sind wirklich super schnell und einfach gemacht. Ich zeige euch das jetzt alles. Und wir brauchen auch keinen magischen Ring oder ähnlichem. Das zeige ich euch jetzt einmal alles. Wir fangen direkt an. Ich benutze hier 25 mm Holzkugel. Und das Gesicht habe ich selber aufgemalt. Das kann man hier erkennen. Also falls ihr das auch so machen möchtet, einfach 2 Kreise schwarz mit einem weißen Punkt, die Schnurhaare, ein Herzchen als Nase und das hier unten, das geht auch ganz schnell. Und ich häkel jetzt mit einer 2,5 mm Häkelnadel und werde jetzt erstmal eine graue Katze mit euch häkeln. Übrigens habe ich bei der weißen Katze die Holzperle vorher weiß grundiert, also mit dem weißen Acrylstift einfach mehrmals drüber gegangen und trocknen lassen. Und dann habe ich das Gesicht aufgemalt. Das wollte ich auch ausprobieren. Sieht auch wirklich wunderschön aus. Und wir fangen jetzt an. Wir nehmen uns die Wolle, legen es auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest und häkeln jetzt erstmal 20 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Das war auch schon der Anfang. Das wird jetzt einmal das hier drumherum um die Holzperle, um den Kopf. Und daran machen wir gleich die Öhrchen ran. Jetzt gehen wir direkt in die nächste Masche rein, holen den Faden raus und machen eine feste Masche. Und das machen wir jetzt diese ganze Reihe entlang. Einmal zurück, in jede Masche eine feste Masche. Am Ende der Reihe angekommen, mache ich hier noch meine letzte feste Masche. Dann machen wir eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze und werden jetzt auch noch mal eine Runde mit nur festen Maschen häkeln. Direkt in die nächste rein und weiter in jede Masche eine feste Masche. Und dann haben wir unser ersten Teil gleich schon gehäkelt. Das geht wirklich super schnell und einfach. Auch hier am Ende angekommen, hier diese letzte Masche nicht vergessen. So, dann können wir unseren Faden auch schon abschneiden. Ich schneide ihn ein bisschen länger ab, weil ich das jetzt auf die Vernähnadel tue, um es zu verbinden. Wir ziehen es einmal raus. Dann habt ihr ja 2 Seiten hier. Einmal, wie ich sie nenne, die schöne Seite und einmal die Innenseite. Und die schöne Seite kann jetzt bei mir außen bleiben. So, meine Wolle ist auf der Vernähnadel. Ich tue sie mir gegenüber. Der Anfangsfaden ist auf der linken Seite jetzt und das Endstück ist auf der rechten Seite. Die lege ich mir so übereinander und gehe hier auf der anderen Seite einmal gegenüber in die erste Masche rein. Ziehe es einmal hier durch, ziehe es fest und gehe dann von hinten durch die mittlere Masche, also hier bei diesem Teil in die mittlere und auch auf der anderen Seite durch die Mitte und ziehe es mir einmal raus. Den Faden packe ich hier so nach oben. Schön festziehen und auch hier durch die letzte Masche von beiden Seiten durch.
Vernähnadel kann ab. Die beiden Stücke hier verknote ich einmal. Ihr könnt natürlich die Restwolle, die jetzt hier ist, auch vernähen, damit es ordentlicher ist, schöner ist oder nicht so schnell aufgeht. Ich werde es jetzt einmal schnell abschneiden. Und dann haben wir hier auch zwei Seiten, und zwar einmal die etwas dünnere Seite hier vorne und etwas dickere Seite dann hinten, und die dünnere Seite werde ich nachher so auf das Köpfchen rüberziehen. Jetzt machen wir erstmal die Ohren ran. Also ich nehme es mir jetzt so, wie ich es auf den Kopf nachher rauf machen werde. Die Seite, wo wir zusammengenäht haben, die mache ich nach unten, und dann ist hier ungefähr die Mitte. Hier werden wir am Ende nur eine Masche auslassen zwischen den beiden Ohren und werden 3 Maschen jeweils auf der anderen Seite gebrauchen. Also das ist hier ungefähr die Mitte. Dann gehe ich 1, 2, 3 Maschen nach rechts und gehe hier unten, von unten hier rein. So sieht es aus. Hole mir meine Wolle, tue es auf die Häkelnadel, drehe es mir einmal und ziehe es einmal raus. Dann können wir jetzt weiter häkeln. Wir machen erstmal hier so eine Luftmasche, gehen dann in die nächste Masche rein, machen eine feste Masche und in die nächste auch eine feste Masche. Dann machen wir eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze. Gehen jetzt hier in die nächste Masche rein, machen eine feste Masche, in die nächste Masche auch. Und hier am Anfang gehen wir natürlich auch rein, wo wir die Luftmasche gemacht haben, und machen da die dritte Masche. Dann wieder eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze und machen nochmal in jede der 3 Maschen eine feste Masche. Es geht wirklich super schnell. So, jetzt haben wir das auch fertig, und jetzt drehen wir es aber ohne eine Wendeluftmasche und gehen nicht in die nächste rein, sondern in die danach, also in die mittlere so gesehen, machen eine feste Masche und dann auch in die nächste Masche eine feste Masche, nochmal drehen und in die letzte Masche auch nochmal eine feste Masche, und so ist das erste Ohr auch schon fertig. Den Faden schneide ich mir jetzt einmal ab, ziehe es einmal raus. Den Faden mache ich auch gleich auf die Vernähnadel und werde das in diese Richtung, wie es sich schließt, also in diese Richtung öffnet sich ja hier die Masche und in diese andere Richtung schließt sich die Masche, und dann werde ich das nämlich hinten nach unten hin durchziehen mit der Vernähnadel und die beiden dann verknoten. Das kann ich euch gleich noch mal zeigen. Also das ist immer noch so die Vorderseite, und das Ohr wird nachher einfach so nach oben geklappt. Jetzt lasse ich hier eine Masche aus, gehe hier in die nächste rein, von unten, hole mir meinen Faden auf die Häkelnadel, drehe es einmal, ziehe einmal durch, eine Luftmasche, dann in die nächste Masche eine feste Masche, in die nächste auch, eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze, gehen in die nächste Masche rein, in die übernächste und hier am Anfang, wo wir die Luftmasche auch gemacht haben, dann nochmal eine Wendeluftmasche, wieder drehen, auch wieder 3 einzelne feste Maschen in jede der Maschen. So, jetzt kommt keine Wendeluftmasche mehr, wir drehen es wieder, gehen in die mittlere rein, eine feste Masche und in die letzte dann wieder drehen,
Und hier wieder in die eine große feste Masche. Und so sind wir auch mit dem zweiten auch fertig. Dann Faden wieder rausziehen. Auch das werde ich jetzt in diese Seite von hinten mit der Vernähnadel runterziehen. Das zeige ich euch einmal. Das ist die hintere Seite, wo auch hier diese Fäden nach hinten hängen. Und dann gehe ich hier hinten einfach durch so 1, 2 Schlaufen nach unten hindurch. Hier ziehe ich nicht allzu fest, damit sich das Ohr nicht so verzieht. Aber möchte natürlich, dass der Faden so schön wie möglich hier nach unten kommt. So, und das reicht auch schon. Und dann werde ich nämlich die beiden Fäden auch einmal verknoten und vernähen oder abschneiden oder kleben. Das könnt ihr dann selber entscheiden. Dann sehen die nämlich schon mal so aus. Das mache ich jetzt schnell noch mit der anderen Seite. Vernähe es einmal und zeige euch gleich das Ergebnis hier. So, ich habe jetzt alles einmal vernäht. So sieht es aus. Das kann auch schon auf unser Köpfchen drauf. Das passt wirklich auf diese Größe super. Die Ohren, wenn ihr möchtet, könnt natürlich hinten auch noch vernähen oder kleben. Das ist euch überlassen. Also bei mir halten die auch so sehr gut. Und das machen wir nachher auch so fest. Also das kann jetzt schon einfach hier auf diesem Köpfchen drauf bleiben. Und jetzt machen wir schnell noch den Körper. Das erzähle ich euch nur kurz und mache das dann im Schnelldurchlauf. Die meisten von euch können das auch bestimmt. Wir machen das an einem Stück direkt mit der Schlaufe jetzt. Also ihr nehmt euch die Wolle, legt es auf die Häkelnadel, dreht es einmal. Wir ziehen einmal durch und ziehen fest. Und ich mache für die Schlaufe, die ich jetzt auch hier bei denen habe, 70 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bis wir 70 Luftmaschen haben. Jetzt nehme ich mir hier unsere Luftmaschenkette, halte die so gerade fest, dass sich das nicht verdreht und gehe hier vorne in diese erste Masche rein. Dann holen wir den Faden und wir ziehen einfach durch die beiden Schlaufen durch. Somit ist die Schlaufe fertig. Dann häkeln wir direkt weiter. Für diese Würmchen habe ich jetzt mit 35 Luftmaschen angefangen. Also einfach weiter jetzt, das ist schon verbunden und wir machen 35 Luftmaschen. Und die 35 Luftmaschen haben wir jetzt auch gehäkelt. So sieht das aus. Hier vorne ist die Schlaufe dran und hier die 35 Luftmaschen. Wir häkeln auch direkt weiter. Wir häkeln jetzt mit Stäbchen. Dafür nehmen wir uns die Wolle auf die Häkelnadel, überspringen hier die ersten 2, 3 Maschen und gehen dann in die nächste Masche rein. 1, 2, 3. Holen den Faden von hinten nach vorne raus. Holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen. Holen den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Das ist ja unser Stäbchen. Und jetzt machen wir 3 Stäbchen in ein und dieselbe Masche.
Also hier das dritte Stäbchen. Dann gehen wir in die nächste Masche rein. Die ist dicht beieinander, also nicht überspringen. Das wäre nämlich die hier und nicht die. Also in die nächste Masche rein. Und auch hier 3 Stäbchen. In ein und dieselbe Masche immer. 3 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe, bis wir hier vorne bei diesem Schlaufenanfang angekommen sind. Also hier wäre die nächste Masche auch wieder direkt hier links daneben. Die kleine hier auch nicht überspringen. Und das machen wir jetzt, bis wir hier vorne angekommen sind. Das dreht sich dann natürlich auch super schön. Und das mache ich jetzt einmal im Schnelldurchlauf. So, am Ende angekommen. Ich schneide erstmal meinen Faden ab. Dann ziehen wir das hier einmal raus. Jetzt drehe ich mir das einmal schön zurecht. Und jetzt haben wir hier auch wieder den Anfangs- und den Endfaden und die verknote ich gemeinsam. So, wie gesagt, es ist euch überlassen, das jetzt auch zu vernähen. Ich schneide das hier jetzt erstmal ab. Das Würmchen könnt ihr natürlich auch ein bisschen dünner drehen. So. Und das Köpfchen bleibt jetzt auch schon so. Das wird jetzt nur noch zusammengesteckt. Dann gehe ich hier oben einmal mittig durch. Da gehe ich ja auch durch die Holzperle. Gehe hier unten rein. Das ist auch so ungefähr mittig. Dann nehme ich mir meine Schlaufe, hake das hier vorne an die Häkelnadel so fest es geht und versuche das hier einmal durchzuziehen. So, so hat es auch funktioniert. Dann ziehe ich beide Seiten einmal hier schön fest. Das ist auch schon richtig fest dran, aber ihr habt auch hier noch Platz, um einen Knoten zu machen. Und so ist unser Katzenwürmchen auch schon fertig. Die sind auch wirklich super niedlich geworden, gehen wirklich schnell. So sieht er jetzt aus. Den haben wir jetzt gemeinsam Schritt für Schritt gehäkelt. Hier sind die anderen nochmal. Ich finde die wirklich super niedlich. Die sehen so süß aus. Da freuen sich bestimmt viele, wenn sie das geschenkt bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar, was ihr für Videowünsche habt. Abonniert gerne meinen Kanal und teilt es gerne. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Ganz viel Spaß beim Mithäkeln. Bis dahin.